Sie trafen sich in Texas, USA. Die junge Peggy verliebte sich auf den ersten Blick in den 22-jährigen großgewachsenen Piloten Billy Harris. Bald darauf heirateten die Verliebten, doch ihr Glück sollte nicht lange währen. Die Eheleute verbrachten nur 6 Wochen zusammen, bevor Billy an die Front einberufen wurde. Die frisch Vermählten verabschiedeten sich im Hafen und Billy segelte nach Frankreich. Das war das letzte Mal, dass sie sich sahen. Der Junge kehrte nie zurück. Niemand wusste, was mit dem Piloten geschehen war. Einige Tage nach seiner Ankunft am Zielort verschwand er einfach spurlos. Peggy war von dieser Tragödie niedergeschlagen, aber da sein Tod nicht bestätigt war, weigerte sie sich zu glauben, dass ihr geliebter Mann tot war. Fast 70 Jahre später fand ein Verwandter von Peggy unter den Militärarchiven einen Eintrag über Billy. Die Wahrheit, die Peggy plötzlich offenbart wurde, brachte die alte Dame dazu, nach Frankreich zu reisen. Die Archivunterlagen besagten, dass Billys Flugzeug über der Normandie, in der Nähe des kleinen Städtchens Les Ventes, abgeschossen wurde, nur wenige Tage nach Beginn seiner Dienstzeit. Hier wurde der Pilot auch begraben. Doch als die Frau am Grab ihres Mannes ankam, erwartete sie eine große Überraschung. Für das kleine Städtchen Les Ventes wurde Billy Harrison nicht nur ein Held, er wurde zum Symbol für Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Zu seinen Ehren wurde die Hauptstraße nach ihm benannt, entlang der jedes Jahr ein Marsch zum Tag des Sieges stattfindet. Billys Grab wird bis heute mit Blumen geschmückt. Der einfache amerikanische Pilot wurde zum Helden für die Bewohner dieses kleinen französischen Städtchens und posthum mit einer Medaille für Tapferkeit und Mut ausgezeichnet. Der Grund dafür ist folgender: Billys Flugzeug wurde über Les Ventes abgeschossen und begann zu stürzen. In dem Wissen, dass er selbst nicht überleben würde, tat Billy alles, um das Flugzeug so weit wie möglich von der Stadt wegzuleiten. Er entschied sich, um jeden Preis das Leben der Zivilisten zu retten. Mit seinen letzten Kräften lenkte er das brennende Flugzeug in den Wald, weg von den Wohnhäusern. Als Peggy von dem tragischen Schicksal ihres Mannes erfuhr, besucht sie jedes Jahr sein Grab in Frankreich. Dort traf sie den 91-jährigen Guy Surlot, den letzten lebenden Zeugen des Flugzeugabsturzes. Es ist einfach erstaunlich, dass Billy, kurz vor seinem Tod, alles tat, um zu verhindern, dass das Flugzeug auf Wohnhäuser stürzt. Billys selbstloser Akt wird hier bis heute erinnert. Es ist sehr traurig, dass Peggy so lange warten musste, um die Wahrheit über ihren Mann zu erfahren. Wegen Kommunikationsproblemen wusste die Frau 70 Jahre lang nicht, dass Billy tot und in Frankreich begraben war. Sie wartete ihr ganzes Leben auf ihn und heiratete nie. Doch trotz der Tragik der Situation fand Peggy in diesem ruhigen französischen Städtchen Freunde. Die Einheimischen bewundern sie und übertragen den Mut ihres Ehemanns auf sie. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.